bis heute einfach mega happy, wenn ich in den Wagen steige. Ne? Das ist einfach cool, wenn wir jetzt sag ich mal, den Vergleich haben oder jetzt sag mal, Erfahrungsbericht. 7 Monate. Auf jeden Fall. M4. Was ist gut, was nicht so gut vielleicht. Ja, aber dann begrüßen wir mal die Leute. Sagst du mal? Hallo zusammen. Wie immer. Ja, hi Leute. So, wir sind jetzt in dem schönen M4 Competition von Robert. Und ich verlinke nochmal das Video, wo wir den abgeholt haben zusammen. Das sind hier oben. Genau. Genau. Ja, und wir wollten es ja immer mal machen, dass wir so einen kleinen Erfahrungsbericht mal nach einem halben Jahr zusammen nochmal machen, so eine Fahrt. Und der Robert wird uns jetzt einfach mal erzählen, was ihm jetzt so aufgefallen ist, was ihm gefallen hat, was ihm vielleicht nicht gefallen hat, ob es da was gibt, worauf man achten müsste, wenn man sich jetzt nochmal so einkaufen würde. Und ja, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Im April könnte ich den dann genau, bei Saison endlich auf die Straße bringen. Das Schöne war, dass ich dann am 30. noch direkt um 0 Uhr zur Halle gefahren bin. Ehrlich? Ja klar, eine Fahrt machen. Ja, also ist so nach wie vor, also wenn ich in das Auto steige, ne, und dann fahre, das ist einfach, kriegst automatisch ein Grinsen. Das ist voll geil. Es ist natürlich echt ein Traumwagen, kann ich nicht anders sagen. Ne? Also du hattest ja vorher auch noch nie so einen schnellen gehabt, oder? Nee. So einen schnellen? Was war das? Der E290, was war das für einer? Das war ein 325, aber 218 PS. Dann hast du der 530, der hat ja schon mehr gehabt, oder? 530, der hatte dann 245 als Diesel, das war auch nicht schlecht. Der war auch schön. Vielleicht kannst du noch mal Bilder schicken, dann blende ich das mal ein hier für euch, weil das war echt eine geile Karre. Und so kam ich darauf, dass ich dann auch einen 5er haben wollte damals. Stimmt, genau. War ich bei Robert und hat mir den dann gezeigt. Der hat total viel umgebaut eben halt. Das war jetzt kein Serienfahrzeug mehr, hat mir schon Spaß gemacht. Ja, das ist ja hier auch, sag ich mal, vielleicht können wir ja hier so schon sagen, 2, 3 Sachen habe ich hier auch natürlich umgebaut. Ja, ich sehe schon, da oben hast du so... Genau, das ist ja so eine Dashcam, die ist ja jetzt auch seit neuestem erlaubt. Die ist vorne und hinten, ich weiß nicht, ob du die hinten auch schon gesehen hast. Okay. Also die nimmt vorne und hinten drauf. Ja. Und die hat so eine Parkfunktion. Okay. Das heißt, wenn der Wagen abgestellt ist, jemand vor das Auto geht, vorne oder hinten. Also Bewegungserkennung. Genau, mit dem Bewegungsmelder, dann zeichnet die auch automatisch auf. Ja, das ist nicht schlecht, weil wie gesagt, bei mir war das ja bei der M3, hatte ich ja euch das nochmal gezeigt. Ja. Wo keine Sau wusste, wie das passiert ist, die Höhe eben halt und ja, war natürlich super ärgerlich, wenn du dann auf einmal siehst, dass da hinten der Marsch ist. Aber ich weiß nicht, ja, wäre natürlich eine Möglichkeit, dass du sehen so beim Wegfahren zum Beispiel gesehen, es ist hinten, das Kennzeichen zum Beispiel. Wenn du jetzt vorwärts einpackst, geht es rückwärts. Ganz genau, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Ja, mittlerweile verbauen wir auch so ein neues System. Das ist eine Kamera, die kann aber 360 Grad überwachen. Okay. Und das ist ganz geil, die ruft dich dann an. Also wenn wirklich einer dran geht oder einer dann kriegst du sofort eine Info aufs Handy und kannst dann ein Live-Bild auch sehen. Das ist ja krass. Das ist, sag ich mal, ein neues Projekt. Also auch vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, kommt aber jetzt erst, sag ich mal. Wie viel muss ungefähr, wo liegt es preislich, wenn du sowas hier? Ja, da gibt es natürlich, sag mal, so einfache Dashcams ab 20 €, aber diese von Blackview ist jetzt so bei 500 € circa. Okay. Ja, es ist natürlich... aber auch wirklich coole Funktion, also GPS ist mit bei, kriegst die Geschwindigkeit mit übertragen. Du hast eine WLAN-Funktion, du kannst Live-Bild auch aufs Smartphone, aufs Tablet streamen. Okay. Und die ganzen Daten werden auch automatisch dann, wenn du ein Handy dabei hast, in die Cloud geladen. Ja, das ist ja echt schon ganz cool. Ja. Also, wenn du es überlegst, der Wagen war nicht billig geworden, dann würden wir auch versuchen, jetzt vor allen Dingen wird das ja immer schlimmer mit den Diebstählen. Ne? Oder Diebstählen jetzt eben, sehen Sie da jetzt auch diese Parkgambler und so, viele Leute interessiert das ja immer nicht, oder? Wenn sie dir in eine Macke reinhauen, ist das scheißegal. Ja, ich weiß. Ich finde das auch immer schlimm, wenn du irgendwo parkst, hatte ich ja schon mal gesagt, auf dem Parkplatz ist alles frei und die stellen sich genau neben deinem Wagen ganz. Ja, dann habe ich hier noch, sag ich mal, so ein Avron-Datendisplay eingebaut. Ja, ich mache dann die Aufnahmen, dann blende ich die immer da rein. Ja. Das ist auch ganz cool, man kann ja wirklich mal hier verschiedene Funktionen, die Gehkräfte, die Zeitmessung 0 auf 100, Statistiken,
die ganzen Temperaturen. Und warum hast du das jetzt reingemacht? Weil... Einfach, sag ich mal, um hier nochmal mehr Infos zu haben. Genau, um zusätzliche Infos zu haben, die der Wagen ansonsten ja Werk hat, aber leider nicht nirgends anzeigt. Ne? Auch hier die Bahnzahl, Wasser, Öltemperatur hast du, sag ich mal, auf einen Blick. Ja gut, das ist Drehmoment, also ist schon... Also ich hätte das mal bei jemandem hier, David, wenn du zuschaust, nochmal liebe Grüße, da hatte ich ja diese F80 Limo, diese hellblaue. Ja. Mit ihm gemacht. Der hat das ja auch gehabt und der hat dann mit seiner Akapovic-Anlage nachher die Klappen auf und aus zugemacht. Das kannst du damit auch nochmal. Ja genau, da gibt es verschiedene Varianten und dann ist das bei dem auch quasi möglich. Was hältst du von dem günstigen? Gibt es auch noch ein günstiges, habe ich gesehen. Es gibt auch ein günstiges, es ist... Funktion ähnlich? Ich muss sagen... Und die Auflösung vielleicht ein bisschen anders, oder? Ja, also die Funktion ist nicht schlechter, kann ich nicht sagen. Es ist halt sich mal ein bisschen anders aufgebaut und... ja, das waren die ersten, oder? Die, glaube ich, das... Ja, das sind die ersten und die sind auch von der Verarbeitung, muss ich sagen, wenn man jetzt mal sich die Technik anguckt, auch so, es wird ja komplett mit den Frischluftgrillen geliefert. Okay. Das ist wirklich OEM-Standard, was die da jetzt abgeliefert haben. Plug and Play. Man muss nur 2, 3 Kabel ziehen und dann läuft das Ganze auch richtig gut. Das ist echt cool. Ja. Und sonst hast du hier wirklich diesen blauen Knopf, nicht den roten, wie alle? Ja, ich dachte einfach mal hier blauer Bremssättel, ne? Passt ganz geil. Und ich habe hier direkt mal hier getauscht. Also auch eine Kleinigkeit, die ich noch im März gemacht habe, bevor ich überhaupt den Wagen gefahren bin. Habe ich hier das Performance-Lenkrad eingebaut, ohne Display. Weil das mag ich nicht übrigens. Es ist halt auch für Menschen vielleicht interessant. Aber dafür habe ich halt, sage ich mal, das Größere hier von Avron. Und natürlich dann, weil das fehlte mir dann so ein bisschen, diese Carbon-Blende. Ja. Damit die zum Rest des Interieurs dann passt. Ja, klar, das sieht schon gut aus. Ja. Wolltest du dann noch irgendwie noch Alcantara oder sowas machen? Oder beledern? Ja, mal schauen. Also das ist natürlich das Problem, dass man natürlich aber auch sehr viel Zeit dafür braucht und die Kundenprojekte natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Übrigens bin ich ein bisschen erkältet, falls das so auf dem Video ein bisschen blöd rüberkommt. Also ich habe gestern nicht gesoffen oder so. Ja, das sagen sie alle. Ja. Also tut mir leid, dass das für die schlechte... Ja, ist nicht schlimm, ich push das ein bisschen nach oben. Du schneidest es dann raus. Genau, ne? ich mache so eine Piepstimme raus. Das ist einfach mal was sage, wenn ich lässt ein bisschen Musik oder genau. Kannst das ja nachsynchronisieren mit ein bisschen Helium oder so. Nee, aber ich kenne dann der André, der macht das glaube ich ganz gut. Ja, ist klar. Aber schön gut an André. Ja. André macht das wirklich super auch. ECD-Performance, so? Genau. Mach ruhig Werbung für die Konkurrenz, das ist auch mal schön. Magst du Performance? Die heißt alle Performance, oder? JP Performance, Max. Boah, aber ich glaube, das muss ich hier mal klarstellen. Ne? Also, ich war glaube ich vor JP, der sich mit Performance genannt hat und dann kam der John Pierre, aber macht ja nichts. Also, ist ja eine Steilvorlage für dich dann. Ja, genau. Ich dachte, hat er sich bei mir abgeguckt, fand ich dann gut. Ne? Nee. Also das hat es gemacht, also Dashcams, dann Lenkrad, Knopf, Avron. Hast du auch was gemacht? Ja, wie gesagt, hier die Carbonblende noch? Das Lenkrad. Dann habe ich, sag ich mal, im Exterior ein bisschen gemacht. Da habe ich die Felgen. Genau. Die waren nämlich nicht drauf. Da habt ihr nämlich alle gesagt, da kann man Competition ohne die Felgen holen. Ja, das hat der, das war ein Werkswagen von BMW. Okay. Und das hat der Fahrer, der das Auto bestellt hat, absichtlich nicht gemacht, weil er für sich einfach einen besseren Komfort hatte auf den 19 Zoller. Ja gut, ein bisschen besser, aber ich habe gelesen, von dem Gewicht her sind die gar nicht so schwer, wie man denkt. Also die 20 Zoll, 19 Zoll, ich glaube, das waren, weiß ich, auch, ich glaube höchstens ein halbes Kilo oder Kilo maximal. Es war nicht viel, aber was für mich so der ausschlaggebende Punkt war ganz ehrlich die Tatsache, dass ich das erste Mal oder die ersten Fahrten mit dem Auto gedacht habe, dass ich überhaupt kein Auto fahren kann. Ja? Weil es so hart war, aber was? Also, nein, es war härter als die anderen Autos, aber vor allem in schnellen Kurven auf der Landstraße oder so, da dachte ich echt, das Auto bricht aus. Ja. Mit den anderen Felgen meinst du? Genau, und hat sich aber hinterher herausgestellt, dass die Reifen, die waren von... Ach so, älter noch oder was? Die waren von Dunlop. Okay. Die waren von Dunlop. Ich glaube, es sind Michelin immer sonst drauf, oder? Genau, und jetzt auf den 20 Zoll habe ich Michelin. Und ich muss sagen, das Fahrverhalten ist deutlich besser geworden. Aber Dunlop ist ja jetzt auch nicht so eine schlechte Marke, oder? Denke ich. Nein, aber ich hatte das auch schon bei anderen Autos, dann sag ich mal bei den 20
also bei den Lundner-Reifen, dass die so nach die ersten 10.000 Kilometer super funktioniert haben. Okay. Und danach hatte ich immer, sag ich mal, einen Abbau der Performance festgestellt. Ja? Sei es dann durch Geräusche, sei es durch längeren Bremsweg oder wirklich so, ich weiß nicht, einfach kein Grip in den Kurven. Also das war schon... Ja, ist natürlich... Und dann, ich habe dieselben Strecken dann mit den neuen Michelin gefahren. War wieder so ein Unterschied? Gewaltig, also wirklich gewaltig. Ja? Also du, das ist echt, hätte ich nicht gedacht. Das war echt... ja, aber müssen wir gut zu wissen eben halt. Bist du denn vorher schon mal den normalen gefahren und dann den Competition oder bist du nur den Competition gefahren? Nein, ich bin auch vorher den normalen gefahren. Und der Unterschied? Hast du schon gemerkt so? Ja, also... viele sagen ja, das soll ja besser abgestimmt sein, das Fahrwerk eben halt, und die Dämpfer. Ja. Und der soll jetzt nicht so viel durchdrehen, wenn jetzt beschleunigst eben halt, also soll mehr Grip haben. Eben halt. Also der ist natürlich, sag ich mal, hier ein bisschen straffer noch abgestimmt als der normale, das kann man schon so sagen. Aber ansonsten finde ich natürlich auch die Sitze geiler. Ja, die Sitze sind natürlich Bombe. Also das ist echt so, habt ihr ja glaube ich gesehen, weil JP, der hat ja auch die Sitze gewechselt, weil den das so genervt hat, weil das ist wirklich sofort der Unterschied, den man so sieht. Ja, das ist ein richtiger Eyecatcher und die Sitze, auch das vielleicht kann man so als positive Sachen sagen. Also ich weiß nicht, wie sitzt du? Ich sitze sehr, sehr gut. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe dann den Performance Heckspoiler, den kleinen. Ja, genau, da habe ich das sieht auch Bombe aus. Machen wir auch mal Fotos noch rein. Ja, also das ist schon, dieser Akzent hinten schon richtig geil gewesen. Hast du den Diffuser auch drauf gemacht? Genau. Habe ich auch gesehen. Ja, genau, den Performance Diffuser habe ich auch gemacht. Ist natürlich auch so, sage ich mal, auch eine Kostengeschichte. Es gibt natürlich auch Zubehörsachen, die nicht schlecht sind. Aber ich wollte bei dem Fahrzeug die Original bleiben, Teile, sage ich mal, wirklich das Original verwenden. Aber die sind natürlich auch sauteuer, muss man natürlich sagen. Ja, also. Ja, das ist ja genauso wie mit dem M-Performance Schalldämpfer, wenn du so überlegst. Ich glaube 4,5 oder so kostet der. Ja, ich glaube, das ist der Hammer. Er ist zwar wirklich gut, aber wenn man so überdenkt, keine Ahnung, ich habe bei meinem ESD-Mod ein paar 100 € bezahlt. Ja. Und klar, ist das jetzt nicht original, kann man jetzt nicht vergleichen, aber früher war das immer so, du kriegst für 2 Mille eine gute Anlage. Ja. Jetzt bist du das Doppelte. Ja, also das geht ja dann, wenn du dann die Akrapovic-Anlage nimmst. Ja, die sind ja 6.000, 7.000 oder 6.000 €. Da wird ja nochmal eine andere Hausnummer. Ja, das ist schon ein Unterschied, aber echt ein schönes Auto. Ja, mit dem Leder findest du das, hast du irgendwie, pflegst das irgendwie besonders? Ja, also ich meine, was hat man, einmal im Monat ein bisschen sauber mit der Lederreiniger und dann ein bisschen Lederpflege drauf. Klappt ganz gut. Ich hatte ein bisschen Schiss, erstmal wegen der Farbe. Ja. Wegen der hellen Farbe, aber ja, das ist jetzt so eigentlich, im Alltag hat sich das bewiesen. Wobei ich auch jetzt nicht so viel gefahren. Ich habe jetzt hier 4.500 Kilometer gemacht. Ja, wenn jemand brauchst du den Einfässer Bescheid? Ja, natürlich. Das ist dann eher so, sag ich, das Auto, was man sich dann so mal gönnt. Ist es am Wochenende, hast du gesagt. Wochenende mal, Sonntagabends, aber Samstag mal früh eine Ausfahrt. Zur Erholung, zum Alltag ist das schon eine tolle Sache. Ja, ich finde es auch genial, weil du zum Beispiel im Alltag, wie gesagt, der M3, den ich immer fahre, ist schon auf der einen Seite finde ich es auch schade, weil du so viele Kilometer drauf ballerst und auch mit Waschen und so alles vorbereitet. Und hier, weißt du genau, in der Garage holst ihn raus, der ist sauber, weißt du freust dich drauf, die Sonne scheint und dann so. Ja, man genießt das ein bisschen mehr dann. Genau, so, ja. Weil das stimmt schon. Ja. Wenn man das jetzt als Tagesauto hätte ich auch nichts gegen, aber dafür habe ich auch, sage ich mal, eine zu kurze Distanz von zu Hause zur Halle. Und ja, aber ich sehe das ja, wenn ich jetzt einen 5er fahre, den Diesel, und dann freue ich mich voll auf den M3. Ja, das ist wirklich so, ne? Ja, das ist echt schön. Ja, also das waren so die Sachen, die ich diese Saison gemacht habe. Aber du hast schon viel gemacht und das waren so, weiß ich nicht, also viel mehr muss ja halt der gar nicht mehr machen. Vielleicht, was weiß ich, kannst ja nochmal gucken. Aber das ist auch witzig, dass hier die Naht so Ja, das ist diese Sensatec Armaturenbrett und da haben sie beim Facelift dann auch schon die Naht mit eingesetzt. Also ist jetzt kein Leder, aber... die Naht gab es sonst nicht, ja? Nee, beim Vor-Facelift genau, meine ich doch. Das ist echt. Also was ich jetzt noch so vorhabe bei dem Wagen, ist jetzt, dass hier die GTS-Getriebesoftware aufgespielt wird. Da bin ich mal gespannt, wie das Fahrverhalten ist. Also genau. Bei meinem war das ja schon ein Unterschied, was ich gelesen habe bei den M4-Fahrern, soll das auch richtig was bringen. Also mit noch ein Tick schneller, härter. Und was dann natürlich noch auch
unbedingt machen will, ist dann das größere Bildschirm habe ich auch schon genau, gelesen. 10 Zoll oder so? Ja, genau, 10,25 und X5. Muss ein bisschen angepasst werden. Aber dann am liebsten dann in der Touch-Variante. Nur ich hatte einfach gesagt, dieses Jahr keine Zeit, um das für mich jetzt umzusetzen. Aber findest du Touchen viel besser? Ja, es ist schon, also weil du musst ja immer, ja gut, also wenn du, so kommst du auch gut ran, aber es gibt manche, da muss ich richtig so... Also ich habe lange Arme, bei mir wäre das kein Thema, ich kann mir super, sag ich mal, hin und her wischen, das ist kein Thema, aber muss jeder selbst wissen. Ne? Also, klar, wenn man schon macht, dann macht man es dann... wenn ich was nachrüste bei mir, dann versuche ich dann direkt alles in dem Bereich. Sonst ärgerst du dich nachher wieder. Ja, genau. Also, eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen stört. Kommen wir zu den Negativen, oder was? Ja. Positiv haben wir abgehakt? Ja, positiv, wie gesagt, also eigentlich... das Gefühl, also wenn man sich nicht umdreht in das Auto, ist immer hat man das falsche Auto gekauft. Genau, das ich drehe mich hier 3-4 Mal um. Ja, habe ich gesehen. Hast du gesehen, ne? Also, ist auch schön. Ja, meine Frau ist schon eifersüchtig, ne, dass ich da... Die weiß, dass du einen Tick hast. Ja, ich weiß. Ja. Also, aber sie hat mich ja so geheiratet. Genau, habt euch ja so, ihr seid jetzt auch ein bisschen länger schon zusammen. Ja. Nächstes Jahr 10 Jahre. 10 Jahre? Da gibt's eine Party, oder? Ihr seid ja alle eingeladen. Ja. Meldet euch bei meiner Frau, die klärt das. Also einfach Emotion, Auto, Optik. Die Scheinwerfer auch eine Revolution. Ich finde die Scheinwerfer vorne noch ein Tick geiler, klar. Ja. Und auch nachts beim Fahren wirklich geiles Licht. Klappt das mit dem Abblendautomatik gut? Super gut, ja, super gut. Also habe ich auch schon viel Gutes drüber gelesen. Auch diese partielle Abblendung, dann sag ich mal, wenn ein Fahrzeug vor dir fährt, wirklich, dass er dann wirklich in den Schatten für den Vordermann... Ja, da habe ich schon viel gelesen. Ich habe da in Foren und so, die sind alle begeistert von den LED-Scheinwerfern. Richtig gut. Ne? Das ist natürlich so noch eine Hausnummer drüber mit den neuen Facelift. Ja. Also die normalen sehen schon geil aus, aber die neuen... Ja, finde ich auch. Von der Optik her noch mal einen oben drauf gesetzt. Macht das schon was her. Ne? Ja. Hammer Kardom ist auch zufrieden, oder? Vom Sound her ehrlich gesagt auch. Also, hatte ich ja gehört, wir haben das ja einmal kurz angemacht, als du dann den abgeholt hattest. Auch das kann man natürlich immer noch verbessern und höher, weiter, besser, klar. Aber es ist schon echt eine gute Anlage, kann man nicht anders sagen. Achso, hier bist du hergefahren, das war das Video. Genau, das können wir hier auch vielleicht mal einblenden. Ja, blenden wir gleich nochmal ein, wie Robert von außen hierher gefahren ist. Hast du hier Dump eigentlich nachgerüstet? Wolltest du Dump noch machen? Ja, wir wollten ja gleich zu den negativen. Achso, okay, ja gut, fangen wir jetzt an. Ja, du hast ja schon wieder hier die ganze Konzeption hier gemacht. Okay, dann fangen wir an. Ja, das ist so ein Punkt. Nee, warte. Eine positive Sache fällt mir noch auf. Okay. Ne? Am Anfang war ich überhaupt nicht begeistert. Oder das war so das, sag ich mal, eigentlich ein Kriterium, warum ich das Auto eigentlich nicht haben wollte. Echt? War, dass er ein Schiebedach hat. Und kein Carbondach. Genau. Weil ich die Optik, sag ich mal, vom Carbondach ist Bombe. Wirklich mega finde. Das ist wirklich das gehört zum M ja eigentlich dazu. Ja, also wirklich richtig geil. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, wo ich jetzt diesen Sommer, wir hatten ja diesen mega geilen Sommer, mit offenem Schiebedach gefahren bin und muss ich sagen, ist wirklich jetzt top Entscheidung gewesen, weil jetzt im Nachhinein sagt man auch wirklich... ich finde es ja auch gut. Also ich hatte mal bei meinem Fünfer, weißt du noch, habe ich immer ein Schiebedach gewünscht. Dann bin ich mit meinem Fünfer zu Robert gefahren. Er guckt so, oh geil, aber Schiebedach fehlt. Du wolltest ein Schiebedach haben, weißt du? Gewichtsersparnis haben wir gesagt. Ja, genau. Man legt sich dann die positiven Argumente immer schön zu. Ja, aber ich finde es dann auch, weil es macht den Innenraum heller. Und ich finde das immer so cool, wenn du das so auf Kippe machst. Ich finde, das sieht irgendwie so ein kleiner Heckspoiler, also Spoiler auf dem Dach immer. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, auch da die Optik gefällt mir jetzt mega. Und im Sommer war das echt geil. Also war eigentlich von vornherein erstmal was Negatives, hat sich jetzt aber so herausgestellt, dass es was Positives ist. Und jetzt, wo ich die Sonnenblende hier von dir sehe, das war auch eine meiner ersten Aktionen, dass ich die aus England bestellt habe. Okay. Ohne diesen blöden Beifahreraufkleber hier, der hier die halbe Sonnenblende gelb-rot. Ja, okay. Weil die müssen auch einer sein, falls dir noch nicht aufgefallen ist. Ich sitze ja nicht hier. Ja, aber in deinem Auto. Ja, ich sitze doch nicht auf der Beifahrerseite. Ja, aber da siehst du hier. Ja? Auch wenn das zugeklappt ist, ja. Muss ich mal gucken. Ja, das ist für mich, also ich bin ja ein kleines Manko war, dass ich jetzt bei dem Auto nicht ab Werk, obwohl ich es gedacht habe, weil es ein Harman Kardon Paket in den neuen
18er Autos drin war, das DAB Plus schon mit an Bord ist. Ja, das ist ja nicht automatisch, meine Welt. Nein. Das muss ja immer extra. Genau, also das hatte ich vercheckt. Ist jetzt nicht schlimm, aber muss ich halt nachrüsten. Kannst du, das kannst ja. Das ist ja nicht so viel Aufwand, ne? Ja, du gibst halt zwei Möglichkeiten. Entweder macht man das über ein extra Zubehörmodul plus Antenne. Oder du machst es original. Oder man tauscht das ganze Navigationssystem mit DAB Plus gegen ein Gerät mit DAB Plus. Musst du echt das Ganze tauschen? Ja. Alter Schwede. Und dann muss man noch. Aber du tauschst ja sowieso. Verstärker. Oder nicht? Ja, nur den Bildschirm wolltest du tauschen, aber nicht das ganze Navi. Nö, eigentlich nicht. Ja, gut. Ich werde beide, also ich werde erstmal die Zubehörvariante testen. Aber wir können, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt nochmal da drunter, weil dann machen wir auch ein Video dazu oder so. Klar. Weil Robert bietet das ja an und dann können wir mal gucken, was die Vor- und Nachteile sind. Und mich interessiert das ja auch eben halt, was man da machen kann, wie das alles funktioniert. Und ja, können wir ja alle von profitieren. Und das können wir gerne mal machen. Ja, gerne. Ja, und was wolltest du sonst? Als das fehlte, was sonst noch? Kleinigkeiten? Ja, ansonsten sage ich mal, bin ich mit der Ausstattung relativ zufrieden. Die hat ja jetzt bis auf die Keramikbremse hat ja nicht, die wollte ich auch nicht haben. Aber die soll auch so teuer sein, wenn da wirklich was dran ist, so. Ja, aber auch, sag ich mal, damit die richtig packt, müsste man die erstmal wirklich auch warm bremsen, ne? Und einfahren, sag ich mal. Das fehlte ja dann auch. Ne? Also für die Performance, die ich jetzt hier fahre, ich bin jetzt kein Typ, der mit einem Auto aufs Rennstück gebellert, muss ich ehrlich sagen. Dafür habe ich für das Auto zu lange gespart und es ist für mich ein Traum, dass das mal eben zack kaputt gehen kann. Also das ist nicht so meins, aber wenn ich dann mal zügig unterwegs bin auf der Autobahn oder Landstraße, versuche ich da einfach vorsichtig mitzufahren und das Auto auch zu schonen. Ne? Ja gut, aber wegen Keramik muss man nicht unbedingt haben. Habe ich mal so viel schon gelesen und gehört von den anderen Jungs. Nein, ich habe auch mittlerweile viel gelesen, dass die in den Foren, dass die Leute dann auch von Keramik auf die normale Bremse umrüsten, genau. Ja. Und wie gesagt, was der Nachteil ist immer, wenn es regnet, dann packt die nicht richtig. Also da musst du erst ein paar Mal dich dran tasten, weil dann vergisst man das manchmal, oh scheiße, ich muss bremsen. Da muss man dran denken. Und wie gesagt, ich habe schon gelesen, beim Radwechsel kann auch schnell mal was passieren, wenn da irgendein da dran kommt, sag ich mal. Du musst natürlich dann wirklich darauf achten, dass du keinen Schlag von der Seite bekommst. Genau, oder Kies oder so, Kiesbett und so, wenn da irgendwie Steinchen dazwischen ist, auch nicht so toll. Ja, dann kann man das Teil für ein paar tausend Euro dann ersetzen. Ja, was die anderen natürlich immer sagen, die hält ja ewig. Und du, deine Bremse wäre nicht dreckig. Also die Felgen wären nicht dreckig. Das muss man so sehen. Wenn man jetzt ein Leasingfahrzeug hat, keine Ahnung, da sowieso Garantie alles drauf hat, dann juckt das, glaube ich, nicht so, oder? Ja, gut, ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber... Ja, nein, ich meine bei den anderen, wenn sich jemand dafür entscheidet und dann hat dieses Servicepaket noch drin oder so und sagt, ja, wenn das dran ist, bezahlen ja. Dann muss jeder letztendlich selbst am besten Probefahrt machen, selbst gucken. Klar, wenn ihr auf Ring fahrt, dann ist das natürlich eine geile Sache, weil ich glaube, gelesen, das Fading ist da nicht so da. Ja. Die packt dann immer zu, regelmäßig. Aber für den normalen Alltag braucht man da wirklich wenig. Das ist und sonst hat es aber Surround wie das ja auch, habe ich ja gesehen, alles. Sonst, was fehlt da sonst an Ausstattung? Also ehrlich gesagt, bis auf dieses DAB Plus eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Eine Kleinigkeit, die mich wirklich nervt, die jetzt seit 4 Wochen irgendwie hier Probleme macht, sind die Schaltwippen. Okay. Da hatte ich jetzt wirklich bei den Ausfahrten das Problem, dass ich dann auf die Motorbremse dann runterschalten wollte, auch den Kurvenausgang dann dementsprechend so getimed habe. Und dann haben die nicht reagiert. Okay. Entweder keine Funktion oder wirklich... Wenn du die Motorbremse nutzt und dann schalten nebst genau. Dann geht das nicht? Genau. Okay, habe ich auch noch nie gehört. Ja, ich habe das jetzt mal so ein bisschen analysiert, habe auch mit BMW jetzt Kontakt aufgenommen. Das ist wohl ein bekanntes Problem, was nicht nur die M-Modelle betrifft, sondern auch die normalen 1er, 3er, 2er. Wir haben jetzt das etwas neuere Schaltzentrum und die haben einige Produktionsmonate nicht Probleme damit gehabt. Okay. Bei den anderen macht sich das zum Teil bemerkbar, dass die Hupe nicht geht. Und hier ist jetzt das Problem, dass die Schaltwippen sporadisch keine Funktion haben. Oder, was auch der Fall war, ich habe jetzt links die Wippe zum Runterschalten und ich habe die betätigt und der Gang ist nach oben gegangen. Also der hat er hochgeschaltet. Okay. Natürlich auch. Naja, klar. Nicht im Sinne des Erfinders. Ja.
Die Kurve musste ich jetzt sehen. Das macht echt Spaß, ne? Ja, schon geil. Die Kurven zu nehmen. Ja, wenn das so weitergeht, muss ich doch wieder mit dem 3 gleich nehmen. Das ist echt immer. Vor allem jetzt wir haben Spiegelverkehr. Wir haben jetzt einfach mal die Plätze getauscht. Robert hat mich ja fahren lassen. Ich sag jetzt nicht, was er dafür gekriegt hat. Der muss ich rausschneiden. Darf man das nicht sagen? Ja, keine Ahnung, das ist mir eigentlich wurscht, aber weißt du immer, wie die Vorurteile sind, oder? Ja. Schaltwippen sind ein bisschen schmaler, also ein bisschen feiner als die vom 92. Ja, und aus Alu, nicht aus Kunststoff. Das ist schon wertig, das ist schon gut, fühlt sich gut an. Ja, diese Schubnummer war es auch, ne? Das ist geil, ne? Sag nochmal, wen willst du mal grüßen? Da draußen? Meine Oma. Deine Oma? Meine Opa. Ja? Nein, ich grüße natürlich alle, die auch auf unserer Seite da regelmäßig fleißig Likes da lassen. Und ja, danke dir natürlich für das Video. Das letzte M4-Video für dieses Jahr. Ja, jetzt ist wie gesagt Saisonkennzeichen, wir haben jetzt. Aber wir machen wahrscheinlich noch das vom Audi noch ein Video. Genau, Audi wollten wir nochmal machen. Was war es für ein Audi nochmal kurz? Ein Audi A6 Allroad. Genau. 313 PS, wa? 320 PS. 320 waren die. Und weil ich habe den 5er ja, und da haben wir uns mal überlegt, wir machen mal so einen kurzen Vergleich nochmal. Das kommt auch noch. Ja, das machen wir dieses Jahr. Ja. Okay, also deine Frau und Kind willst du nicht grüßen, dann ist okay. Das wäre zu Hause. Die gucken das doch nicht. Nein, selbstverständlich. Natürlich. Die gucken das nicht. Alle. Ich grüße alle. So, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War jetzt ein bisschen länger eben halt, aber ich wollte, dass da, wie gesagt, die ganzen Eindrücke von Robert jetzt auch mit reinkommen. Das ist immer schwer, so wie am Fließband, das alles so runterzuhaken. Das ist ja auch ätzend, denke ich mir. Dass das auch vernünftig ist und ja. Wie ihr sehen könnt, der Wagen fährt super, ich bin zufrieden, macht Spaß, kann ich dem Robert nur weiterempfehlen. Und den werden wir uns immer wiederholen, ne? Auf jeden Fall. Also, ist ein Traumwagen, bleibt ein Traumwagen. Auf jeden Fall. Geiles Teil. Ja, in dem Sinne, wie gesagt, haut rein. Ciao, ciao.